Hi Jonny, cool, dass du schon auf mich wartest, hier in diesem Blumenmeer aus Compact E-Bikes. Sehr cool. Vielleicht für die Zuschauer einmal vorab, Jonny, wenn du dich einmal vorstellen kannst, wer bist du, was machst du bei Kalkoff? Ja, ich bin Jonny und ich arbeite im Produktmanagement bei Kalkoff und mache da so ein bisschen den Mobilitätsbereich bei unseren Fahrrädern. Was mich einfach generell vielleicht mal interessiert, aus dem Produktmanagement zu hören, was glaubst du, das Fahrradfahren, wo entwickelt sich das einfach jetzt hin? Ja, wir hatten ja natürlich während der Corona-Zeit diesen immensen Fahrradboom, mit dem wir eben gesegnet waren. Das Fahrradfahren war da eher im Freizeitbedarf oder in der Freizeitorientierung, dass die Leute nicht in Urlaub gefahren sind, sondern stattdessen eben vor Ort eben was gemacht haben und sich dafür die Räder gekauft haben. Jetzt sind wir aber wieder in der neuen normalen Situation angekommen, dass die Leute wieder zur Arbeit müssen, dass die Alltagstätigkeiten wieder in den Vordergrund rücken. Und das zeichnet jetzt eben auch mehr und mehr das Fahrradfahren wieder aus, dass es eben als Lösung auch im Alltag dienen muss. Ja, also haben wir eigentlich ein sehr dynamisches Umfeld. Wie reagiert Kalkoff an sich dann drauf? Also hat das auch Auswirkungen auf unsere ganze Produktpalette? Ja, das hat Auswirkungen, dass wir eben einzelne Sachen nochmal ganz explizit in den Vordergrund stellen und auch als Entwicklungsziel bei unseren Rädern machen. Und das ist eben das Thema Alltagstauglichkeit, Alltagsnutzen, dass das eben bei unseren neuen Entwicklungen und eben auch bei Modellpflege immer im Vordergrund steht. Ich meine, du sprichst es schon mal an, Alltagstauglichkeit. Ich habe es gerade auch schon mal gesagt, wir haben hier unglaublich viele Kompakträder stehen. Ja, was zeichnet das Rad denn eigentlich aus? Was macht das Rad vielleicht auch für den Endkunden spannend? Ja, das Rad ist für den Endkunden aus unterschiedlichen Perspektiven spannend. Wenn es eben um das Thema Alltag geht, ist zum einen natürlich das, wie das Kompakt im Namen schon sagt, die kompakte Bauweise, dass ich das eben auch schnell noch platzsparend über den Twist Speedlifter noch platzsparender zusammen komprimieren kann. Aber es ist eben auch unter Alltagsgesichtspunkten auch das Thema, dass ich eben viel mitnehmen kann, dass ich das Thema Geometrie eben hier auch spielen kann, dass ich eben eine Geometrie für alle Körpergrößen habe, dass es eben auch schnell auf den Fahrer einstellbar ist und dass ich eben in Bezug auf Alltagstauglichkeit eben die Möglichkeit habe, auch viel mitzunehmen. Wir haben überall unterschiedliche Anschraubpunkte an den Rädern vorgesehen, die ich nutzen kann. Wir haben immer einen Frontgepäckträger dran. Und wir haben eben mit 170 Kilo auch ein sehr hohes Systemgewicht. Oh, ja. Also ich kann eben auch ordentlich Gewicht auf den Rädern zuladen. Und wir haben eben auch hier gerade bei unseren Gepäckträgern den großen Vorteil, dass wir eine Kindersitzfreigabe haben. Das heißt, ich kann direkt auf diesen Gepäckträger über die MIG-HD-Schnittstelle Kindersitze montieren. Und da profitiere ich gerade in Kombination mit dem hohen Systemgewicht davon, dass ich den niedrigen Schwerpunkt durch die kleinen Räder mir zunutze machen kann und da zum einen Kinder als auch Lasten sehr sicher und stabil transportieren kann. Du hast gerade schon mal angesprochen, Twistlifter ist wahrscheinlich nicht jedem Begriff. Kannst du da mal drauf eingehen, was ist das genau? Ja, ich kann hier eben werkzeuglos die Höhe des Vorbaus schnell auf mich einstellen und kann eben auch den Vorbau, wenn es notwendig ist, aus Platzspargründen schnell zur Seite drehen. Das ist auf der einen Seite natürlich so für den Einsatz im Camper etc. wichtig. Das ist auch das, wo das Kompakt schnell verortet ist. Aber es kann eben auch sein, dass ich eben so in meiner Wohnung oder auch in meinem Keller nicht viel Platz habe und eben auch das Rad dort platzsparend unterbringen muss. Ja, total. Hier sind jetzt 3 Räder aufgeführt, alle unterschiedliche Farben. Das leuchtet mir natürlich ein. Sind natürlich aus unseren 3 Segmenten. Was für Unterschiede sind da zu sehen? Also auf den ersten Blick für mich erstmal, schwierig zu erkennen, sind relativ ähnlich, oder liege ich da falsch? Also die Grundstory erzählen alle 3 Räder gleich. Die Unterschiede sind dann, dass ich hier im Imagebereich, da setzen wir eben auf eine Nabenschaltung, auf eine integrierte Schaltung und einen sehr wartungsarmen Riemen. Das ist eben das, was so im Alltagsbedarf ist, das eigentlich die beste Lösung, weil ich da möglichst wenig Stress mit habe. Ja. Und dann haben wir hier 2 Räder, wo wir eben auf eine Kettenschaltung gehen. Das ist eben hier mit dem Endeavour habe ich eine Kettenschaltung, aber auch sehr urban-orientierte Reifen. Und dann haben wir hier unser N-Tice Compact, also unser kleines Allroad-Bike, wo wir dann eben sehr stark profilierte Reifen nutzen, dass man eben auch, wenn man eben seinen Alltag bewältigen muss oder auch im Urlaub ist, dass man da auch auf jedem Untergrund unterwegs sein kann. Leuchtet total ein, ja. Gibt es denn Unterschiede zwischen den Modelljahren, wenn wir jetzt aufs neue Modelljahr gehen? Was hat sich da geändert? Ja,
Also die großen Unterschiede zum Modelljahr 24 zu 25 ist in erster Linie, dass wir bei der Farbauswahl nochmal deutlich mehr Farben bringen, dass wir neue Farben bringen im Compact-Bereich. Ansonsten habe ich vom Modell oder vom Produkt her wenig Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Da bringen wir einfach Kontinuität in unser Portfolio und lassen Sachen, die einfach gut funktionieren, auch Farben, die gut funktionieren, durchlaufen, aber schauen eben, was sind so gerade die Farbtrends und ergänzen das dann zusätzlich. Und beim Compact ist es uns eben wichtig, dass wir eine große Farbbandbreite bieten, um für jeden Kunden eben was bieten zu können. Ich finde es immer ganz spannend, so die Geschichte hinter dem Fahrrad auch kennenzulernen. Was hat Kalkoff sich damals eigentlich gedacht, einen Compact zu machen? Wie sind wir darauf gekommen oder wie ist diese ganze Geschichte dazu entstanden? Ja, also Compact hat eigentlich ist ein Traditionsthema für Kalkoff. Es gab schon früher in der Historie immer mal wieder Compact Bikes. Und von daher war es uns eben wichtig, gerade wenn es jetzt um das Thema Alltagsnutzen etc. geht, ist aus unserer Sicht eben das Compact Bike eins der wichtigen Räder, um so innerstädtische Mobilität etc. eben zu unterstützen und eben auch mit unserer DNA, die wir in den anderen Bikes eben verorten, auch ein passendes Produkt zu machen. Was meine ich damit? In erster Linie meine ich damit eben, dass wir die hohen Systemgewichte, die wir bei den anderen Rädern bringen, auch aufs Compact adaptieren. Ja, dass wir da beim Compact nicht Schluss machen, sondern dass wir sagen, hohe Systemgewichte machen auch bei kleinen Rädern Sinn. Ja. Wenn du mich jetzt überzeugen müsstest, ich habe unterschiedliche Compact-Räder verglichen und bin mir da noch unsicher, auf welches ich zurückgreifen will. Wenn du mich überzeugen müsstest mit einem Fakt, wo du sagst, so, wenn er das weiß, dann nimmt er auf jeden Fall das Rad und das zeichnet das Rad einfach aus und ist, hat hier einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Was wäre das für dich? Die Vielseitigkeit. Es ist eigentlich egal, was du gerade mit dem Rad machen möchtest, ob das was ist, wo du deine Freizeit eben anders gestalten möchtest, also ob du es in den Urlaub mitnehmen möchtest und dann eben von dem kleinen Packmaß den Vorteil hast, oder ob du einfach täglichen Begleiter in deinem Alltag, in deiner Familie, bei unterschiedlichen Fahrern haben möchtest und eben auch eine Lösung für Lastentransport haben möchtest. Das obliegt dir, wie du das Rad dann gerne einsetzen möchtest. Und ja, da haben wir, denke ich, eine sehr passende Antwort. Gerade Themen, dass wir eben den Frontträger immer serienmäßig dabei haben, dass der nicht dazu gekauft werden muss, dass ich eben alles ranbauen kann, was ich eben im alltäglichen Bedarf brauche und eben den Vorteil, dass ich jede Art von Taschen dran bauen kann. Das war für uns eben auch ein wichtiges Entwicklungsziel, dass ich überall jede Taschengröße hier auch an das Compact anbringen kann. Plus eben, was ich schon gesagt habe, die Möglichkeit über den MIC-HD auch wirklich den Kindersitz oder eben auch große Körbe etc. Montieren zu können, um wirklich auch ordentlich meinen ganzen Einkauf oder eben mein Kind mitzunehmen. Jonny, vielen Dank für die ganzen Facts, für die ganzen Infos. Super spannend, cooles Fahrrad. Ja. Hat mir echt Spaß gemacht, cool, dass du die Zeit genommen hast. Für mich, was ich mitnehme, ist einfach ja, Alltagstauglichkeit. In allen Lagen ist das Rad nutzbar. Eine unglaublich hohe Vielfalt, nicht nur in den Farben, sondern auch in den Einsatzbereichen. Also tipptopp, cooles Rad. Danke dir, Jonny. Ja, danke dir. So, dann würde ich sagen, auf zum nächsten Rad. Auf geht's.